Wer reist, sucht nach Orten, die wirklich noch entdeckt werden können. Unberührt vom Massentourismus. Nach kleinen, versteckten Juwelen. Und genau so ein Land steht auf unserer Bucketlist. Auch ich hatte sofort den Krieg in den 90er Jahren im Kopf, als ich mit dem Gedanken an eine Reise nach Bosnien und Herzegowina spielte. Viele Orte sind längst wieder aufgebaut. Es sieht paradiesisch aus. Es ist das Land der Wasserfälle, in dem es wilde Pferde gibt, in dem wir unvergessliche Erinnerungen sammeln. Wir sind Nina und Felix und das hier ist die Top-Sehenswürdigkeit von Bosnien und Herzegowina in der Stadt Mostar. Von Mostar reisen wir nach Livno, erkunden die Hauptstadt Sarajevo. Ganz in den Westen geht es in den Una-Nationalpark, an die Küste und an die Grenze Montenegros in den Sutjeska-Nationalpark. Die alte Brücke, das Wahrzeichen von Mostar. Die wäre aber sicher nicht so berühmt, gäbe es die hier nicht. Die Brückenspringer von Mostar. Über 4 Jahrhunderte trotzte die Brücke Kriegen und Naturgewalten, bis sie 1993 nach stundenlangem Beschuss kroatischer Panzer in den Fluss stürzte. Sie wurde wieder aufgebaut. Mittlerweile gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. 1664 wurde der erste Sprung hier dokumentiert. Die Mostarer Gilde der Brückenspringer führt die Tradition bis heute fort. Das hier ist Ermin. Mit 14 Jahren ist er das erste Mal die Brücke von Mostar runtergesprungen und heute will er auch mich zur Brückenspringerin machen. Mir kommen die rund 20 Meter allerdings ziemlich hoch vor. Hast du keine Angst, wenn du hier runterschaust? Nein, für mich ist das Springen wie für dich Kaffee trinken. Ich finde seinen Job leichtsinnig und ultra gefährlich. Was ist das Schlimmste, was hier jemals einem Springer oder einer Springerin passiert ist? Es gibt ab und zu Verletzungen. Vor 6 oder 7 Monaten ist ein junger Mann aus Malaysia hier runtergesprungen. Er wollte ein TikTok-Video drehen. Das endete tödlich. Er ist nicht wieder aufgetaucht. Für Ermin ist der Adrenalinkick Alltag. Seit 25 Jahren macht er das. Zwischen Luft- und Wassertemperatur liegen 20 Grad Unterschied. Der Fluss misst nur etwa 10 Grad. 4-mal ist Ermin heute hier schon runtergesprungen. Sobald die Springer 50 bosnische Mark, das sind rund 25 Euro, gesammelt haben, springen sie. Damit verdient er seinen Lebensunterhalt. Ermin, how are you? Fine, you? I'm fine, very, very impressive. Dankeschön. Jetzt wird's ernst. Warum habe ich das nochmal vorgeschlagen? Springst du? Okay, viel Glück. Du bist gut. Eine gute Springerin. Natürlich springe ich jetzt nicht gleich aus 20 Metern, aber es wird trotzdem krass für mich. Bei den Jungs der Springergilde kann man ein Sprungtraining machen. Das ist richtig Arsch. Etwa 7 Meter ist die erste Plattform hoch. Kommt mir viel höher vor. Letzte Anweisungen vom Profi.
Mittlerweile bin ich ziemlich sicher, dass das hier eine blöde Idee war. Und das war's auch. Was denkst du über den Sprung? Wäre sie so von der Brücke gesprungen und unten wäre keiner gewesen, um sie zu retten, dann wäre sie tot. Wären Retter vor Ort, wäre sie schwer verletzt. Ich glaube, wir lassen das mit der Brücke. Ich glaube, die Brücke, die schenken wir uns. Jetzt weiß ich, dass ich niemals eine Karriere als Brückenspringerin von Mostar machen werde. Nie wieder. Besser so. Ja. Hoffentlich läuft es bei Felix schmerzfreier. Ich bin stolz auf dich. Du hast unsere Ehre wiederhergestellt. Aber einmal bin ich umgedreht. Die Brückenspringer von Mostar machen einen gefährlichen Job. Ermin will mit 40 in Brückenspringerrente gehen. Ich kann's verstehen. Die Koski Mehmet Pascha Moschee ist für Besichtigungen geöffnet. Da sie als Nationalmonument gilt, dürfen wir unsere Schuhe anlassen und aufs Minarett steigen. Ich glaube, das ist die beste Aussicht auf die Stadt. Es hat sich gelohnt. So schön die Stadt auch ist. Die Einschusslöcher des Krieges sind außerhalb der wiederaufgebauten Altstadt an vielen Stellen noch sichtbar. An einem ehemaligen Bankgebäude dieser Satz in 3 Sprachen. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel. In der Nähe von Mostar das wohl spektakulärste Naturschauspiel des Landes, die Kravica Wasserfälle. Wir sind schon um 7:30 morgens hier. Es ist die einmalige Chance, in so einer Traumkulisse zu schwimmen. Es ist schon ein bisschen kalt. Sie scheint wirklich Spaß zu haben. 120 Meter ist der Wasserfall breit und bis zu 28 Meter hoch. So, jetzt bist du dran, ne? Auf gar keinen Fall. Auch wenn es eiskalt war, es hat sich gelohnt, so früh aufzustehen, denn schon um kurz nach 9 ist hier richtig viel los, am berühmtesten Wasserfall des Landes. Unsere Reise geht weiter, durch verlassene Landstriche. Wir wollen nach Livno, zu einer ganz besonderen Safari. Hier auf dem Hochplateau bei Livno soll es Wildpferde geben. Es hat den ganzen Tag geregnet und so können wir unsere Tour erst am späten Nachmittag starten. Ein Wettlauf gegen die Dämmerung, den wir mit Marin aufnehmen. Wie finden wir denn jetzt die Pferde? Ich habe 10 Jahre gebraucht, um das herauszufinden. Das in ein paar Sekunden zu erklären, ist schwierig. Aber wir werden unser Bestes geben. Heute spielt das Wetter ein bisschen verrückt. Aber wir werden unser Bestes geben, um die Pferde zu finden und ein paar schöne Erinnerungen zu sammeln. Du versprichst mir also, dass wir sie finden? Ich verspreche Okay, perfekt. Also los. Ja? Diese Landschaft ist für Marin aber nicht nur wegen der Pferde besonders. Obwohl wir eigentlich Zeitdruck haben, einen Ort, einen ganz persönlichen, will er uns noch zeigen.
Warum ist das hier dein Lieblingsort im ganzen Land? Also, erstens ist es ein wirklich schöner Ort, wie man sieht. An diesen Ort sind für mich schöne Erinnerungen geknüpft. Ich bin aus dieser Stadt, Livno. Und meine Frau ist aus dieser Stadt. Das ist der Glomotsch-Teil. Und das ist der Livno-Teil. Wir sind also an einer Art Grenze zwischen unseren Städten. Also habe ich hier ihr einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat ja gesagt. Und wir sind immer noch glücklich. We are still happy. Hier haben wir also eine Gruppe. Ich sehe nur Steine und Felsen. Wie kannst du Pferde sehen? Sie haben Augen, sie haben Beine. Das ist ein großer Unterschied zu den Steinen. Okay. Damit wir die noch vor die Linse bekommen, ist jetzt Tempo angesagt. Lässt sich Marin nicht zweimal sagen. Lina, wie lange hältst du das noch aus? Ich halte das so lange aus, bis wir Pferde gesehen haben. Ich habe auch Reisekaugummis zur Not dabei. Von den Pferden keine Spur. Langsam glaube ich nicht mehr daran, dass wir sie noch vor Sonnenuntergang finden. Das liegt auch daran, dass es so viel geregnet hat. Sie haben viele Trinkstellen, also sind sie getrennt unterwegs. Sie sind so wunderschön. Können wir aussteigen? Pferde in so einer Kulisse. Weshalb kommen sie? Oh, ich bin direkt in einen Pferdeäpfel getreten. Die Pferde und Marin wirken wie alte Bekannte. Er kommt schon seit Jahren her, um sie zu fotografieren. Die Wildpferde sind übrigens ursprünglich gar nicht wild. Sie wurden in den 70er Jahren einfach freigelassen. Die Menschen setzten auf schweres Gerät. Der Kauf von Traktoren in dieser Region hat auch etwas mit den Deutschen zu tun. Sehr, sehr gern geschehen. Das ist eine Tatsache. Denn viele unserer Landsleute haben in Deutschland gearbeitet und dort Geld verdient. Und als sie zurückkamen, haben sie Traktoren gekauft und sich gedacht, was machen wir jetzt mit den Pferden? Die lassen wir frei. So, Deutschland, danke für die Pferde. Etwa 50 Tiere wurden damals einfach freigelassen. Inzwischen sind es zwischen 800 und 1000 Pferde, die hier wild leben. Ich habe dieses Schnaufen so nah an mir gehört, so. Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Marin hat Film in Zagreb studiert. Dann zog es ihn zurück in seine Heimat. Warum magst du Pferde so gerne? Du hast ja Film studiert. Du hättest ein großer Hollywood-Regisseur werden können. Ich weiß nicht. Wie fühlst du dich gerade? Ich bin einfach überwältigt. Sie sind so wunderschön. Und ich merke, dass ich total ruhig werde. Ich fühle mich immer so. Das ist der Grund, warum ich das hier so liebe. Mit der Kamera kannst du alles machen, von Spider-Man bis Batman. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber dieses Gefühl mit den Tieren auf einem offenen Gelände wie diesem, an der frischen Luft, das ist etwas, was ich wirklich genieße. Das bin ich. Ich bin nicht alles. Ich bin das hier. Heute zeigt er Gästen aus aller Welt die Wildpferde von Livno. Eine Erfahrung, die wir so schnell nicht vergessen werden. Es war besser als Bibi und Tina und die Wendy. Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Rund 300.000 Menschen leben in der multikulturellen Stadt. Sie verbindet den Westen mit dem Osten.
Mal fühlt es sich an wie in Österreich. Im ältesten Viertel Başakşehir wird der osmanische Einfluss sichtbar. Das hier ist das Wahrzeichen, quasi der Trevi-Brunnen von Sarajevo. Wer aus dem trinkt, wird nochmal in die Stadt zurückkehren. Ob ich das auch mache? Mal sehen. Ich möchte 2 Perspektiven auf das Leben hier in Bosnien und Herzegowina kennenlernen. Von diesem deutsch-bosnischen Ehepaar. Nermin wurde in Sarajevo geboren, lebte während des Krieges in Deutschland. Kati ist Deutsche und lebt seit 2020 mit Nermin in Sarajevo. In der Gazi Husrev Bek Moschee ruft der Muezzin zum Gebet. Das Minarett ist mit 47 Metern eines der höchsten im ganzen Land. Sarajevo wird ja das Jerusalem Europas genannt. Wir haben im Radius von 200 Metern eine Moschee, eine Synagoge, eine orthodoxe Kirche, katholische Kathedrale. Heute leben überwiegend Menschen muslimischen Glaubens in Sarajevo. Die Stadt blickt auf eine bewegte Geschichte. Hier wurde der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand umgebracht. Das Attentat gilt als Beginn des Ersten Weltkriegs. Auch die Spuren der 4-jährigen Belagerung Sarajevos im Bosnienkrieg von 1992 bis 1996 sind an vielen Orten noch sichtbar. Nermin arbeitet als Guide und führt mich in diese Markthalle. Das sind noch die Überreste von einer Granate. Diese Granate hat 67 Menschen hier ermordet und das sind die sogenannten Sarajevo-Rosen hier als ein Zeichen der Zeit von der längsten Belagerung einer Stadt in der modernen Geschichte. An einem Tag wie heute, mitten im Markttreiben, wurde hier eine Granate in die Menge gefeuert. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mit rotem Harz sind die Einschläge der Granate aufgefüllt. Und das nicht nur hier. Diese Rosen gibt es ja überall in der Stadt. Läufst du da dran vorbei? Nimmst du die noch wahr? Ich laufe jeden Tag daran vorbei. Durch meine Arbeit nehme ich sie wahr. Aber ich merke, wenn ich mit Gästen durch Sarajevo gehe und dass die Einschusslöcher bemerken viel öfter als ich, weil man mit der Zeit nimmt man das einfach als einen Teil der Stadt auf. Es ist seit einer langen Zeit vorbei. Es ist gut, dass man weiß, was es symbolisieren soll. Um innezuhalten, zu erinnern und als Mahnmal. Sarajevo ist eine Stadt mit einem ganz besonderen Lebensgefühl. Und nichts steht so sehr dafür wie die bosnische Kaffeekultur. Der wird im Kupferkännchen über Gas aufgekocht. Man muss beim Ausgießen ein bisschen vorsichtig sein, dass nicht der ganze Kaffeesatz mit rauskommt. Und man schöpft hier diese Creme von oben, die entsteht beim Hochkochen überm Herd. Die schöpft man rein und dann gießt man einfach auf. Wenn du jetzt den Zuckerwürfel reinschmeißt und rumrührst, dann kommt der Kaffeesatz wieder hoch. Mhm. Deswegen tunkt man den. Genau. Gar nicht so süß. Schmeckt eigentlich fast nur nach Kaffee. Mhm. Hat so ein bisschen was von so einem Espresso. Kati lebt seit über 3 Jahren in Sarajevo. Ich habe gehört, es gibt sogar einen Verpiss-dich-Kaffee. Was hat es damit auf sich? Also so früher, ganz traditionell, wurde der Kaffee mit den grünen Bohnen hat man angefangen. Ne? Die wurden ganz frisch geröstet und wenn die Nachbarn schon so den Kaffeeduft in der Nase hatten, sind sie einfach vorbeigekommen und dann hat man die Bohnen frisch gemahlen und den ersten Kaffee zubereitet, so ein Willkommenskaffee für jeden, der vorbeischaut. Und nach der ersten Tasse Kaffee gab es dann eine zweite Tasse Kaffee, Razgovorusha, wie so ein Gesprächskaffee. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Jetzt wird geredet und hier ist es sehr, sehr unhöflich, jemanden rauszuschmeißen. Also man kann eigentlich nicht sagen, okay, jetzt, oder wie wir so,
so, Ja. das geht nicht. Und deswegen gibt es noch einen dritten Kaffee und der wird aus dem Kaffeesatz vom zweiten Kaffee zubereitet. Und dann hat er schon so eine eklige, durchsichtige Farbe, ne, und ist auch viel, viel stärker. Das heißt, die Leute müssen auf die Toilette gehen und dann geht man nach Hause. Das wird aber nicht mehr so gehandhabt, oder? Das ist so ein Mythos. Das war früher so. Ja, genau. Jetzt, glaube ich, ist es nicht mehr so streng. Und wie wirst du Gäste los, wenn du die loswerden willst? Oder geht das hier gar nicht? Ich fange an aufzuräumen. Sehr deutsch. Ja, sehr deutsch, genau. Zum Glück haben wir den Willkommenskaffee bekommen, denn wir haben Lust auf noch mehr Bosnien und Herzegowina. Mit Kati und Nermin geht es raus aus der Stadt. Rund 40 Kilometer südwestlich von Sarajevo startet unsere Wanderung nach Lukomir. Das ist das höchstgelegene Dorf des Landes. Von Kati will ich wissen, was der Umzug für sie verändert hat. Irgendwie geht das Leben hier ein bisschen langsamer vor sich. Also man hat einfach mehr Zeit gefühlt als in Deutschland. Oder man nimmt sich mehr Zeit für einen Kaffee oder einen Spaziergang. Oder wenn man jemanden auf der Straße trifft, hat man immer die 5 Minuten, um wirklich Smalltalk zu machen und winkt nicht nur so kurz und geht vorbei. Und dadurch, ja, ist alles ein bisschen entschleunigter. Das ist schön. Wir wandern vorbei am zweittiefsten Canyon Europas. Allerdings müssen wir jetzt ein wenig Gas geben. Rund 9 Kilometer liegen noch vor uns. Das wird eng. Es wird dunkel auf jeden Fall. Mal sehen, was passiert. Wir haben es geschafft. Da ist Bei es. Tageslicht, da ist es. Zum Glück bleiben wir über Nacht und können Lukomir dann morgen erkunden. Unser Gastgeber heißt auch Nermin. Riech bitte erstmal und beschreib deine Sinneseindrücke. Boah, lecker. Okay. Wenn's hilft. Je. Je. Schmeckt wie Medizin. Da zieht sich einem alles zusammen. Zum Glück gibt's im Anschluss gleich was Ordentliches in den Bauch. Spinat- und Käsebörek, einen Braten und Ushtipsi, ein Gebäck wie Krapfen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir beziehen unser Schlafquartier. Ein Erlebnis. Hast du dir schon mal in einem Kneipenraum die Zähne geputzt? Ich glaube nicht. Aber die Jungs interessiert das auch nicht. Am nächsten Morgen zeigt Nermin uns sein Dorf. Die einzige noch erhaltene Halbnomadensiedlung in Bosnien und Herzegowina. Als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, okay, er gehört hier nicht her, er gehört in die Stadt. Ich bin ein Stadtkind, geboren in der Schweiz, aufgewachsen in Sarajevo. Aber ich mochte schon immer die Natur, die Berge. Bei einer Wanderung hat er Lukomir für sich entdeckt. Nur ein Restaurant gab es damals hier, das wollte er ändern. In der Moschee wurde von allen Bewohnerinnen und Bewohnern abgestimmt, ob Nermins Familie eines der alten Häuser hier kaufen durfte. Wenn hier nur 25 Menschen leben, fühlst du dich da nicht einsam? Nein. Weißt du, wenn wir nicht viel zu tun haben, besuchen wir uns gegenseitig. Das ist eine Tradition in Bosnien, zusammen Kaffee zu trinken. Auch wenn es spät ist. Wir trinken immer Kaffee. Man kann ja später schlafen.
Lukomir liegt auf 1455 Metern Höhe. Im Winter ist das Dorf mit dem Auto nicht erreichbar und auch nicht bewohnt. Ein besonderer Ort, der wie aus der Zeit gefallen scheint. Mein persönliches Andenken kaufe ich bei dieser Dorfbewohnerin an der Haustür. Geschäfte gibt es hier nämlich nicht. Sie sind dehnbar. Sie sehen klein aus, aber sie dehnen sich. Ich mag, dass sie dieses Stulpenartige haben. Und sie sind super fürs Wandern. Bye, bye. Ein Ausflug in die Abgeschiedenheit von Bosnien und Herzegowina. Eine absolute Empfehlung. Wir sind in Travnik. Hier steht das Gotteshaus, von dem gesagt wird, es sei die schönste Moschee im ganzen Land. Asim ist hier Imam. Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Moschee errichtet. 1815 brannte sie ab und wurde dann wieder aufgebaut. Heute ist sie als die bunte Moschee bekannt. Als Suleiman Pascha sich entschied, sie zu bauen, nahm er etwas von der Kultur aus dem Osten, etwas aus dem Westen und fügte beides zusammen, und das ist das Ergebnis. Das Minarett der bunten Moschee ist etwas ganz Besonderes. Fast in jeder Moschee ist das Minarett auf der rechten Seite. Hier ist es aber auf der linken Seite. Als sie die Moschee gebaut haben, gab es keinen Platz mehr für das Minarett. Und sie haben es auf die linke Seite verlegt. Aber es gibt ja für alles im Leben einen Grund. Im Zweiten Weltkrieg schlug eine Granate ein, auf der rechten Seite, und zerstörte ein kleines Stück. Und wäre das Minarett auf dieser Seite gewesen, wäre es zerstört worden. Aber es ist ja auf der linken Seite. Wer die Moschee besichtigen mag, ist willkommen, egal ob gläubig oder nicht. Asim führt gerne Gäste aus aller Welt durch die bunte Moschee von Travnik. Auf dem Weg in den Westen des Landes machen wir einen kurzen Stopp in Jajce. Und mir wird klar, warum Bosnien und Herzegowina auch das Land der Wasserfälle genannt wird. Die alten Wassermühlen von Mlinčići machen das Märchenlandgefühl perfekt. Nur die Straße direkt nebenan, die stört ein bisschen. Wir fahren weiter in Richtung Una Nationalpark ganz in den Westen des Landes. Ein Highlight, der 26 Meter hohe Wasserfall Trbački Buk. Benannt wurde der Nationalpark nach dem gleichnamigen Fluss. Die Una fließt einmal komplett durch. Wer unberührte Natur sucht, ist hier genau richtig. Zurück geht's einmal quer durchs Land. Wenn es ein Meer gibt, müssen wir ins Meer. Während das benachbarte Kroatien mit kilometerlangen Küsten aufwartet, konzentriert sich in Bosnien und Herzegowina alles Strandleben auf den Ort Neum. Nur 24 Kilometer Küste hat das Land. Das ist kalt, sehr erfrischend. Ist gut. Sehr elegant. Ist das herrlich. Es mag vielleicht nicht der schönste Strand sein, aber Urlaubsfeeling kommt trotzdem auf. Wir fahren in die Republika Srpska. Bosnien setzt sich aus zwei Entitäten zusammen. Der Bosnisch-Kroatischen Föderation Bosnien und Herzegowina in lila und der Serbischen Republik in pink. Uns wurde die kleine Stadt Trebinje im äußersten Südosten empfohlen. Ein mediterraner kleiner Schatz.
Entspannt und unaufgeregt. Ideal für einen kurzen Stopp. Am nächsten Tag bin ich allein unterwegs. Felix liegt flach. Es geht in den Sutjeska Nationalpark, den ältesten Nationalpark des Landes an der Grenze zu Montenegro. Hier wartet ein besonderes Abenteuer auf mich. Perućica, einer der letzten Urwälder Europas. Unser Tagesziel, dieser Wasserfall. Das hier, diese Gegend, ist der schönste Teil Bosniens, meiner Meinung nach. Vielleicht bin ich subjektiv, aber das ist der schönste Teil von Bosnien. Die Wanderung zum Wasserfall, den Dejan das Herz des Urwaldes nennt, darf man nur mit einem offiziellen Guide machen. Und mit Dejan unterwegs zu sein, hat noch einen entscheidenden Vorteil. Als Guide habe ich das Vergnügen, alle Spinnweben zu durchtrennen, die sich über den Weg spannen. Der Wald hier wurde sich selbst überlassen. Der höchste Baum, der hier gemessen wurde, ist fast 60 Meter hoch. Früher hatte Dejan einen Bürojob. Als der wegfiel, musste er sich neu orientieren. Kannst du dir vorstellen, wieder einen Bürojob zu machen? Das kann ich mir schon vorstellen, aber würde sofort in Panik geraten. Ich will nichts ändern. Ich würde das hier nicht gegen einen Job in 4 Wänden an einem Schreibtisch tauschen. Unsere Wanderroute ist anspruchsvoll. Ich kann den Wasserfall schon hören. Da man hier ja nur mit einem Guide hin darf, ist hier niemand. Das ist total toll. Man hat das Paradies echt für sich. Das ist mein Lieblingsplatz. Komm mit. Wir kehren zurück in die Hauptstadt Sarajevo. In einem Wohnviertel am Stadtrand bin ich mit Mircea verabredet, zu einem Kochkurs, und der wird eine Herausforderung für mich. Ich wundere mich ein wenig, warum wir im Wohnzimmer kochen, aber das wird sich noch aufklären. Los geht's mit gefülltem Gemüse. Klingt erstmal machbar, ist aber ganz schöne Frickelarbeit. Doch genau so hat Mircea das von ihrer Mutter gelernt. Es ist viel einfacher, die großen Zwiebeln zu füllen. Die kleinen sind schwieriger. Das bedeutet hier, dass du viel Geduld beim Kochen und auch generell im Leben hast. Und das macht dich zu gutem Heiratsmaterial. Für die Füllung mischen wir Hackfleisch mit Paprikapulver, Reis und Kräutern. Das hier ist eine junge Paprika. Auch in Mangoldblätter packen wir unsere Füllung. Was denkst du? Du bist gutes Heiratsmaterial. Als du deinen Mann kennengelernt hast, waren deine Kochfähigkeiten dein Thema? Nein, eigentlich nicht. Er wusste gar nicht, dass ich so gut kochen kann. Das hat er erst später herausgefunden. Na, zum Glück sind die Zeiten der geduldigen Köchin als gutes Heiratsmaterial vorbei. Ich schneide jetzt diese kleinen Zwiebelstücke, die wir nicht füllen können. Du verschwendest also keine Lebensmittel? Natürlich nicht. Um ehrlich zu sein, bin ich während des Krieges aufgewachsen. Ich war 10 Jahre alt, als der Krieg begann. Wir wuchsen also ohne genügend Lebensmittel, Strom oder Wasser auf und versuchten, einen Weg zum Überleben zu finden. Ich muss schlucken. Genauso hat meine Oma mir das als Kind erklärt. Die Kriegserfahrung aus dem Mund einer fast Gleichaltrigen zu hören, das macht was mit mir. Gleich lüftet sie das Geheimnis, warum wir so viel Platz für unser nächstes Gericht brauchen. Burek leitet sich vom türkischen Börek ab. Auf das bosnische Burek ist Mircea stolz.
Wenn wir unsere Freunde in Kroatien oder Serbien besuchen, sagen sie immer, bringt uns einfach das Rezept und ein paar Bureks mit. Sie sind definitiv berühmt. Der erste Filoteig in meinem Leben. Das ist eine Art Strudelteig, der in der Balkan- und arabischen Küche viel eingesetzt wird und den wir jetzt hauchdünn ausrollen müssen. Diese Größe wird traditionell in Bosnien verwendet. Meine Großmutter benutzte die gleiche, meine Mutter benutzte die gleiche und ich habe es geerbt, als ich vor 7 Jahren geheiratet habe. Glückwunsch! Danke, es ist eine große Ehre. Oh, langsam, sanft. Sachte, sachte. Ich versuche nicht zu viel zu drücken, also fängt man mit den Fingerspitzen an. Das macht es viel einfacher, weil du einfach mehr Fläche zum Abrollen hast. So? Ja, du drückst zu viel. Nein. Und jetzt lege ich es hin und das ist die Größe, die wir wirklich wollen. Und wenn ich daran ziehe, sieht man, der Teig ist wirklich flexibel und lässt sich ausdehnen. Mach da bloß kein Loch rein. Oh Mann, Felix, genau jetzt ist es passiert. Genau jetzt habe ich ein Loch reingemacht. Meine Variante wird mit Kartoffeln gefüllt. Felix füllt seinen Burek mit einer Mischung aus Feta, Schmand und Ei. Wie hat er sich angestellt? Perfekt. Ich bin wirklich glücklich und zufrieden. Fast so, als hättest du das schon einmal gemacht. Hast du heimlich geübt? Ich habe mich gut vorbereitet auf den Dreh. Super soft, sehr würzig, man schmeckt klar den Knoblauch raus, aber es ist lecker. Das ist so gut. Hast du sehr gut gemacht, Felix. Das ist so eine tolle Kombination, weil der Teig hat so eine Süße, obwohl da ja kein Zucker drin ist. Und die Füllung ist leicht salzig, perfekt. Das ist so lecker. Das hier ist Samir und er wird mir bosnischen Tanz beibringen. Okay, das wird am Ende vielleicht nicht so aussehen, aber wer weiß. Seit 1947 wird in diesem Verein Folklore getanzt und ich will auch etwas von dieser Lebensfreude. Der Grundschritt ist überall in Bosnien und Herzegowina gleich. Es spielt also keine Rolle, ob du aus Sarajevo oder aus dem nördlichen Teil oder aus der Herzegowina kommst. Wir nennen ihn Trokorak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. It needs to be. Du musst es mehr fixieren. Okay. Lass es uns nochmal probieren. Wir sind hier nicht beim Fußball. Vielleicht kannst du das hier probieren. Und da es sehr lang ist, wird niemand meine Fehler sehen. So, yeah, deal. Das wird super. Ich darf in die heiligen Hallen. Hier werden Trachten aus dem ganzen Land gesammelt. Und Juro ist hier im Kostüm der Chef. Er ist eigentlich bei der Polizei und nimmt alles sehr genau. Und weil Juro eben alles zu 100% ordentlich haben will, ist er auch nicht einverstanden mit meinen Haaren.
Wow. Yes, Lukas, wow. Ich fühle mich ein bisschen wie beim Herrenausstatter. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich noch keinen Tanzschritt kenne. Don't worry. Keine Sorge, du versuchst es und das ist genug. And that's enough. Das ist also ein muslimisches Outfit? Tatsächlich, ja. Und ist es in Ordnung, wenn ich es trage? Ich bin ja keine Muslima. Das spielt keine Rolle. Denn hier in unserer Gruppe sind nicht alle von uns Muslime. Und nicht alle sind Christen. Wenn wir auftreten und tanzen, dann tragen wir Kostüme aus allen Teilen des Landes. Dabei spielt es keine Rolle, ob es muslimisch, orthodox oder katholisch ist. Dies ist zum Beispiel eine muslimische Tracht. Diese hier ist eine Tracht aus einem kleinen Dorf im nördlichen Teil Bosniens namens Usora. Das ist eine katholische Tracht. Und diese Tracht hier ist von einem Berg namens Vlasic aus einem zentralen Teil Bosniens. Das ist eigentlich ein orthodoxes Volk. Weißt du, wir leben in der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Also wollen wir ein nationales Ensemble bilden, in dem wir alle Religionen oder Entitäten im ganzen Land repräsentieren. Auch wenn ich nur improvisieren kann. Die Lebensfreude hier ist ansteckend. Da muss man einfach mittanzen. Oh. Möchtest du jetzt mal, Felix? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber ich mache einfach mit. Ich probiere mitzumachen, nicht aufzufallen. Das ist mein Ziel. Very good. Sehr gut, sehr gut. Wir treffen Nermin und Kati wieder an ihrem Lieblingsort. Kennengelernt haben sich beide in Südafrika. Seitdem haben sie in verschiedenen Ländern gelebt. Während der Corona-Pandemie entschieden sie, Sarajevo zu ihrem neuen Zuhause zu machen. Wusstest du, dass du irgendwann nach Sarajevo zurückkommen würdest? Wenn etwas zu Hause ist, ist es das hier. Hier bin ich aufgewachsen, geboren und groß geworden. Viel Geschichte, viele Erinnerungen sind mit dem hier verbunden und es ist eine super Stadt hier. Kati hat das Leben in Sarajevo verändert. Ich glaube, ich bin definitiv so ein bisschen spontaner geworden und habe so dieses Chave, also dieses bosnische Lebensgefühl, dass man die kleinen Dinge so ein bisschen zelebriert und genießt. Das habe ich definitiv mehr verinnerlicht. Das musste direkt verewigt werden, oder? Ja, tatsächlich, als wir weggezogen sind, nach diesen paar Monaten, die wir den Sommer hier verbracht haben und eigentlich nicht vorhatten, hierher zurückzukommen, also schon zurückzukommen, aber nicht dauerhaft, da wollte ich so dieses Lebensgefühl ein bisschen mitnehmen. Chave, die kleinen Momente genießen. Wie zum Beispiel Postkarten schreiben und sie in diesem unglaublichen Postamt in Sarajevo abgeben. Chave, dieses Lebensgefühl nehmen wir mit. Auch wenn wir nicht nur viele kleine, sondern ganz viele große, großartige Momente in diesem Land hatten. Fehlt nur noch eins. Wer aus dem Sebil-Brunnen in Sarajevo trinkt, wird zurückkehren. Und das will ich doch stark hoffen.